Juli 1518, die Freie Reichsstadt Straßburg. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der eine Seuche ausbricht, die nicht durch ein Virus, sondern durch einen unkontrollierbaren Drang übertragen wird. Eine Epidemie des Tanzes. Hunderte Menschen tanzen wochenlang ohne Unterlass, bis zur völligen Erschöpfung, einige von ihnen bis in den Tod. Dies ist keine Legende. Es ist eines der bizarrsten und schrecklichsten Mysterien der europäischen Geschichte. Was trieb eine ganze Stadt dazu, sich buchstäblich zu Tode zu tanzen? Alles beginnt am 14. Juli. Auf einer belebten Straße tritt eine Frau, die der Chronist Paracelsus später Frau Trophäa nennen wird, aus ihrem Fachwerkhaus und beginnt zu tanzen. Ohne Musik, ohne Anlass. Ihre Bewegungen sind nicht freudvoll. Es ist ein Zwang, eine gequälte Zuckung ihrer Glieder. Sie tanzt stundenlang, tagelang. Sie bricht vor Erschöpfung zusammen, nur um nach kurzer, komatöser Ruhe wieder aufzustehen und ihren manischen Tanz fortzusetzen. Das Rätsel ihres anfänglichen Zwangs ist der Funke, der ein größeres Feuer entzünden wird. Innerhalb einer Woche sind es über 30 Menschen. Am Ende des Monats sind es Hunderte, die dem unkontrollierbaren Drang erliegen. Männer, Frauen, vornehmlich die arme Bevölkerung. Sie tanzen auf den Plätzen, in den Gassen, Tag und Nacht. Die Folgen sind verheerend. Chronisten berichten, dass auf dem Höhepunkt der Plage täglich bis zu 15 Menschen sterben an Herzinfarkten, Schlaganfällen oder schlichter Erschöpfung. Die Stadt ist im Griff einer Panik, die sich niemand erklären kann. Haltet einen Moment inne und stellt es euch vor. Eure Nachbarn, eure Bekannten, hunderte Menschen auf den Straßen, gefangen in einem endlosen, qualvollen Tanz. Was glaubt ihr, hättet ihr an der Stelle der Bürger von Straßburg empfunden? Angst, Mitleid oder vielleicht sogar den Drang, mitzutanzen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Die verzweifelten Stadtväter konsultieren die Mediziner. Ihre Diagnose: heißes Blut. Ihre Therapie, aus heutiger Sicht absurd, folgt einer gewissen Logik: die Krankheit müsse einfach herausgetanzt werden. Also tun sie das genaue Gegenteil von dem, was nötig wäre. Sie räumen die Zunfthallen, errichten eine große Bühne auf dem Getreidemarkt und heuern professionelle Musiker an. Sie wollen das Fieber anfachen, um es auszubrennen. Doch die Strategie geht katastrophal nach hinten los. Das Spektakel, das wie eine bizarre Renaissance-Technopartie wirkt, befeuert die Hysterie nur weiter und die Plage breitet sich noch schneller aus. Was war die Ursache? Die erste Erklärung war eine übernatürliche, ein Fluch des heiligen Vitus, Schutzpatron der Tänzer, der jene mit unkontrollierbarer Tanzwut bestrafen konnte. Eine zweite, medizinische Theorie deutet auf Ergotismus hin, eine Vergiftung durch den Mutterkornpelz auf feuchtem Roggen, der Krämpfe und Halluzinationen auslöst. Doch die Symptome passen nicht perfekt zum koordinierten Tanz. Die heute plausibelste Erklärung, prominent vertreten vom Historiker John Waller, ist eine massenpsychogene Erkrankung. Die Bevölkerung litt unter extremem Stress, Hungersnöte, Armut und Krankheiten wie Syphilis hatten die Menschen zermürbt. In diesem Klima der Angst war die Psyche der Menschen so verletzlich, dass sie in einen kollektiven Trancezustand als Flucht vor der unerträglichen Realität fielen. Ein Fluch, eine Vergiftung oder pure Massenhysterie? Welche dieser Erklärungen haltet ihr für die wahrscheinlichste? Nachdem ihre erste Strategie gescheitert war, änderten die Behörden radikal den Kurs. Jegliche öffentliche Musik und Tanz wurden nun streng verboten. Man erkannte die Ursache nun im Übernatürlichen. Die Tanzenden wurden in Gruppen zusammengefasst und auf eine Zwangswallfahrt geschickt, zum Schrein des heiligen Vitus. Dort vollzog man ein bizarres Ritual: den Betroffenen wurden rote Schuhe angezogen, auf die man mit Weihwasser Kreuze malte. Sie mussten um eine Holzfigur des Heiligen gehen.
Langsam, über Tage und Wochen, ebbte die Manie ab. Ob durch das Ritual oder schlicht durch Erschöpfung, bleibt ein Rätsel. So plötzlich, wie sie begonnen hatte, endete die Plage Anfang September. Zurück blieb eine traumatisierte Stadt und ein Rätsel, das bis heute fasziniert. Die Tanzplage von 1518 ist eine zeitlose Fallstudie über die menschliche Psyche unter extremem Druck. Sie zeigt, wie Glaube, Angst und soziale Ansteckung eine Gemeinschaft an den Rand des Wahnsinns treiben können. Die Tänzer sind verschwunden, aber die Fragen bleiben. Könntet ihr euch vorstellen, die Kontrolle über euren eigenen Körper zu verlieren? Und glaubt ihr, eine solche kollektive Hysterie könnte in unserer modernen Welt wieder geschehen, vielleicht in anderer Form? Denkt darüber nach. Die tiefsten Schrecken kommen nicht immer von außen, sondern entspringen manchmal unserem eigenen Geist.